jede kleine Insel für sich ist ja nochmal wieder ein anderes kleines Paradies. Meine Schwester hat hier mal ein Auslandssemester gemacht und da war ich schon sehr gespannt, das hier mal kennenzulernen. Auch die Atmosphäre ist total schön. Das ist einfach Luxus, würde ich sagen. Wir sind schon ziemlich mehrsüchtig geworden, das haben wir gemerkt. Heute sind wir in Finnland, darauf haben wir uns auch schon besonders gefreut. Meine Schwester hat hier mal ein Auslandssemester gemacht und da war ich schon sehr gespannt, das hier mal kennenzulernen, weil sie immer geschwärmt hat von Finnland. Jetzt sind wir in Helsinki und sind hier in so einem Park angekommen, wo wir gerade das Denkmal bewundern können für den Komponisten Sibelius, der sehr wichtig war für Finnland. Das hat uns gerade auch hier unser Guide nochmal richtig schön erklärt. Yeah. He had one young man to help her, who did all these pipes and cut them, but herself she did all this. Wow. And it took over 4 years. Yeah, I can imagine. She was tired. Es ist total schön, dass wir hier dann auch die Möglichkeit haben, eben nochmal auszusteigen aus dem Bus und hier dann auch nochmal mehr Details zu erfahren als jetzt im Bus. Das gefällt uns total, das Kulturelle auch einfach nochmal schöner zu erleben. Dankeschön. Man sieht auf jeden Fall hier vom Boot aus noch mal mehr, wie alles sich so zusammenfügt. Wenn man direkt davor steht, sieht man ja eher so die einzelnen Gebäude. Jetzt sieht man, wie das so alles ineinander greift und so eine schöne Kulisse dann auch im Gesamtbild macht. Jetzt habe ich wieder ganz schön viele Lippenstifte schon drauf. Ne? Nee, geht total. Nee, geht wirklich. Hab dann immer hier so ein... Helsinki haben wir als eine sehr angenehme Stadt erlebt. Auch die Atmosphäre ist total schön. Jetzt, ich meine, viel macht ja auch einfach das Wetter, aber bei diesem schönen Sonnenschein, man hat das Gefühl, alle sind gut drauf. Also ja, sehr schöne Atmosphäre auch in der Stadt. Zeig mal welche. Die hier? Die beiden hier? Machen wir. Dann einmal für dich. Dankeschön. Mit ein bisschen mehr Sonne. Das Pooldeck hier ist wirklich sehr besonders, weil man ja zu beiden Seiten wieder schön rausgucken kann und sich auch so gemütlich in die Whirlpools legen kann, aber auch diese flachen Bereiche hat, bevor es in diese Schwimmbahn geht. Oder wie hier jetzt diese schöne Fläche, wo man Spiele spielen kann, sich einfach hinlegen kann. Das ist wirklich halt sehr gemütlich. Hier die Matratzen sind super bequem, man liegt direkt am Wasser. Das ist einfach Luxus, würde ich sagen. Es wird Zeit, dass ich mal wieder gewinne bei Schnitzel, ja? Ja. Gestern habe ich ein bisschen zu oft verloren. Wer? So bekloppt, so bekloppt. Wir spielen total viel zu zweit und im Urlaub gehört das für uns auch total dazu, sich auch mal einen Moment dann Zeit zu nehmen, einfach mal irgendwo niederzulassen und Spiele zu spielen und das geht hier natürlich wunderbar. Sehr schöner Anblick hier, so durch diese Scheren zu fahren und jede kleine Insel für sich ist ja nochmal wieder ein anderes kleines Paradies. Wenn man sich das so anguckt, hat das, finde ich, was Entschleunigendes, weil es eben so idyllisch ist und gerade jetzt so, wenn die Sonne rauskommt, ist ein schöner Moment. Durch die Höhe, die wir hier haben, haben wir einen schönen Weitblick und können diese ganzen kleinen Inselgruppen schön überblicken und haben da den Vorteil, dass wir diese schöne Perspektive haben, aber diese ruhige Fahrt, diese entspannte hier, das ist einmalig. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind
heute schön gesund. Ganz schön gesund. Ganz schön gesund sogar. Und uns gefällt es total gut. Also die Auswahl ist super. Es ist einfach schön, wenn man wenn man einfach gut bedient und beraten wird hier. Oh, wunderbar. Oh, Dankeschön. Danke sehr. Ich habe mich für einen Fisch entschieden, mit Blumenkohl dazu und das mundet auch bis jetzt sehr gut. Oh, danke schön. Und das Spinat? Prost. Prost. Man fühlt sich tatsächlich am Ende immer so ein bisschen, als würde man die Zeche prellen, weil man ja nicht warten muss und gar nicht überlegen muss, wie viel Trinkgeld gibt man denn, was ist angemessen. Das ist schon gewöhnungsbedürftig. Also muss man sich dann wieder abgewöhnen, wenn man dann außerhalb dann essen geht. Das ist schon sehr hübsch, ne? Ja. Ich finde auch die Häuser da vorne in der ersten Reihe sehen irgendwie so süß aus, weißt du, wie ich meine? So süß und dann dahinter die Kirchtürme, ganz toll. Sehr schick, aber das ist auch interessanter, ne? Stimmt, das hat so ein bisschen Dresden-Style, finde ich. Der letzte Stopp ist jetzt nochmal, glaube ich, ein ganz besonderer. Da wir beide noch nie in Schweden waren, ist das jetzt wunderschön, dass wir direkt in der Hauptstadt sind. Die Gebäude sind alle wieder wunderschön und wir sind schon sehr gespannt und freuen uns tatsächlich auch sehr auf die schwedische Kultur. Das ist die letzte Stadt, die wir angucken können hier auf unserer Reise und direkt einmal so einen tollen Überblick zu haben über diese große Stadt. Das macht Lust auf mehr, ja. Sehr schick. Ja, total. Super gemütlich auch irgendwie, ne? Das ist pompös und das hier ist richtig schick. Wir sind bis jetzt super begeistert von Stockholm. Ich habe es mir nicht so vorgestellt. Also die Gebäude sind doch deutlich pompöser, als ich gedacht habe. Und trotzdem gibt es hier so viele schöne, gemütliche Ecken. Also wirklich, hier geht man von einer schönen Gasse in die nächste. Das ist wirklich herrlich. Stockholm, das war auf jeden Fall nochmal ein großes Highlight. Wir waren vorhin zum Beispiel in Gamla stan. Da waren so viele liebliche, schöne Gassen und auch die architektonische Vielfalt hat uns total gefallen. Also es war super unterschiedlich und doch hat alles so richtig schön zusammengepasst. Und dann auch nochmal am Hafen, der weite Blick. Das hat von allen Städten, die wir jetzt so gesehen haben, den Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Wir sind schon ziemlich mehrsüchtig geworden, das haben wir gemerkt. Ja. Immer wenn das Schiff dann irgendwo am Hafen stand und wir dieses Gefühl geliebt haben, auf einem Meer zu sein, wo man links und rechts den Horizont nur sieht. Man weiß ganz genau, man kommt irgendwo dann auch sicher entspannt an. Jedes Mal, wenn man rausguckt, hat man wieder doch andere Perspektiven. Das ist schon eine Sache, die haben wir auch sehr zu schätzen gelernt und wissen jetzt, dass wir das echt sehr, sehr schön finden, einfach mitten auf dem Meer unterwegs zu sein und das auch eins unserer Highlights war auf dieser Reise. Gerade dieser entspannende Aspekt, dass wenn man jetzt, egal in welchem Alter, noch mal viel sehen möchte, viele Länder auf einmal sehen möchte, aber auch dieses Gefühl haben möchte, abends in der Kabine anzukommen und sich zu Hause zu fühlen, wo wir vorher natürlich gar nicht wussten, dass das auch das ist, was uns anspricht und wo wir sagen würden, ja, das ist was man auch mal wieder machen würde.